We only need the two of us. Together. We only need the two of us. Together. We only need the Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Einmal aus dem Hause Condor gute Nachrichten, dort ist der Streik beigelegt. Bei Lufthansa fängt es vielleicht erst an, weil die Streikpflicht, nein, Friedenspflicht quasi abgelaufen ist. Ja, seit heute, erster Tag, keine Friedenspflicht. Dann haben wir den Deal und Deal mit der ITA. Da geht es durch die weite Welt. War das ITA? Ja, ITA Business Class nach Miami von Spanien aus. Dann haben wir den lustigen CEO von United, der Private Jet fliegt, obwohl seine eigene Fluggesellschaft, ja, ich sag mal, Meltdown hat. Also ich finde das merkwürdig. 4th of July, also gerade dieses Wochenende jetzt, ist natürlich in den USA Hauptreisezeit neben Thanksgiving. Dann haben wir noch Emirates Airlines, denen fackelt Gott sei Dank die Maschine nicht ab, aber da brennt etwas, da habe ich euch Filme mitgebracht. Ein Flug mit einer 747-8 aus Buenos Aires nach Frankfurt braucht 2 Zwischenstopps. Erkläre ich euch auch, warum der längste Flug so ein bisschen Retro-Feeling hat aufkommen lassen. Haben wir noch was? Ja, natürlich. Chase Kreditkarte für alle Kunden von uns, die in den USA eine Kreditkarte haben und auch von der Chase, sollten einfach mal ihre Boni kontrollieren. Jetzt wisst ihr, was kommt, nämlich denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, unten zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen. Ach, wem sage ich das? Ihr wisst ja alle, wie es geht. Das erste Thema, was uns heute beschäftigen wird, ist das Thema Condor. Die Condor hatte ja auch schon vorher mit der Gewerkschaft sich geeinigt und die Lufthansa nicht. Es gibt neue Tarifverträge, die laufen sogar bis Ende September 2026 und haben auch den Inflationsausgleich inkludiert. Gibt auch eine Einmalzahlung, 3.000 €. Die Zahl kommt uns ja von Lufthansa bekannt vor. Weiter geht es dann in dem Themenbereich mit den Sachen, dass man sich natürlich da geeinigt hat für die 3.000 Kabinen- und 5.000 Bodenbeschäftigte. Auch sagt Verdi, denn in mehreren Schritten geht es dort um 17% hoch. Also im Sockelbetrag monatlich 415 €. Krasse Summe, ne? Und diese 3.000 kommen einfach mal on top. Verdi beziffert die Gehaltszuwächse auf mindestens 20%. Naja, Lufthansa hat doch auch 18,5, aber das war ja nur Cockpit, aber nun gut, hey, wir wissen es nicht. Dann ist es sogar so, dass einige Gehaltsstufen sogar auf 34% hochkommen, wenn man sagt, wo sie herkommen. Bei den unteren Gruppen ist natürlich ein bisschen mehr gestiegen. Sollte die Inflation im kommenden Jahr über 7% liegen, wird diese durch einen zusätzlich vereinbarten sogenannten Indexlohn ausgeglichen. Also hier werden ganz klar Fakten geschaffen und dem Lufthansa-Konzern gezeigt, wie es geht. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Condor sich da, besser verhalten hat als der Kranich. Dann geht es weiter mit der Lufthansa Boeing 747-8 aus Buenos Aires. Die sind geflogen und mussten dann auch schon das erste Mal noch in Brasilien zwischenlanden. Das war aufgrund eines medizinischen Notfalls. Da kann man natürlich der Fluggesellschaft keinen Vorwurf machen und kann auch nicht sagen, hey, da hättet ihr nicht notlanden sollen. Und da ist es so, dass diese Notlandung dann in Brasilien 4 Stunden und 45 Minuten später erfolgte. Interessant an der Geschichte ist natürlich, dass die
LA 500 ist, glaube ich, die Flugnummer, ne Quatsch, 511 ist die Flugnummer, ne? Ist so, dass, ja, man in dem Bericht jetzt von Aerotelegraph wird ja Verweis genommen auf die Retro-Variante, das heißt also, dass diese Stopps früher drin waren. Da ist man ja auch merkwürdig geflogen, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, dann runter und dann rüber. Das dauerte irgendwie auch, glaube ich, 48 Stunden. Aber das ist natürlich bei der 747-8 normalerweise nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber man musste jetzt wieder in Brasilien notlanden und 1,15 Stunden später, Grund war halt der medizinische Notfall. Und ich hoffe, dass, wenn ein medizinischer Notfall ist, dass da nicht lange rumgekaspert wird und geguckt wird, ob man das darf. Dann ist man 4,45 Minuten, also 4 Stunden 45 Minuten später weitergeflogen und ist dann aber nicht in Frankfurt gelandet, sondern in Paris. Warum? Weil in Paris die Dienstzeit der Besatzung geendet ist. Heißt also, dass man 21 Stunden gebraucht hat, um dann von Buenos Aires über Brasilien, Paris, dann nach Frankfurt zu kommen. Die Landung in Frankfurt war ja auch 50 Minuten nach dem Start in Paris, also jetzt nicht wirklich so. Was haltet ihr davon, dass man diese Dienstzeiten so knallhart bei der Lufthansa auslegt? Ist das erstmal, nun gut, sagen wir mal so, man hätte die 50 Minuten durchziehen müssen, oder ist das der Sicherheit folgend und es ist halt so, wenn man eine Flugzeit eingeflogen hat, die nicht mehr legal ist, dass man dann landen muss. Ist ja auch beim Lkw-Fahrer so, die müssen ja dann auch eine Raststätte anfahren. Ich selber stelle gerade fest, dass ich euch die Frage des Tages nicht reinkopiert habe. Das mache ich natürlich auch sofort. So, die ist jetzt da. Gut, antwortet unten in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. So, und jetzt sind wir bei 7 Minuten 30 und da kommt auch schon das Thema, was Feuer und Flamme ist. Pun intended. Ich gebe euch mal das Bild dazu. Das wäre dieses. Da seht ihr die Maschine von Emirates Airlines. Das ist eine 777. Die wird von der Feuerwehr belöscht von hinten, und zwar genau da, wo die Auxiliary Power Unit ist. Der Flug EK 176 von St. Petersburg nach Dubai hat, als er geparkt war, hinten an der APU Feuer gefangen und die Maschine ist dann evakuiert worden. Gott sei Dank ist da nicht viel passiert. Bei Kessel waren ja 11 Leute verletzt nach der Evakuierung. Hier in dem Fall gab es keine Verletzten, Gott sei Dank. Die APU, das ist die Auxiliary Power Unit, oder bei der Bundeswehr haben wir das GTG genannt, weil es das Gasturbinengenerator war. Das ist das, was in dem Stand, wenn die Triebwerke nicht laufen, Stromversorgung macht, Klimaanlage und alles, damit man überhaupt auch die Triebwerke starten kann. Bei Temperaturen, wie sie jetzt in Europa herrschen, kann sowas natürlich schon mal warm laufen und dann anfangen zu brennen. Warum ist Russland ein dramatisches Thema? Es ist deshalb dramatisch, wenn die Maschine in Russland, ich sage jetzt mal, Teile bräuchte, die liegen da jetzt nicht wirklich so rum. Man darf auch nichts nach Russland exportieren. Wir haben hier schon Flugzeuge gehabt, die in Russland etwas länger gestanden sind, weil die Ausnahmegenehmigung brauchten, um überhaupt Ersatzteile zu kriegen. Das nächste Problem ist, wenn das Ersatzteil da ist, ist das ein Ersatzteil, was irgendwie benutzt werden kann, weil es noch dokumentiert wurde, dass das ein Originalteil ist oder auch nicht. Und damit fängt das Problem halt für die Airline an. Gott sei Dank ist der Flieger 6 Stunden später nach Dubai abgehoben und ist dann in Dubai ohne Probleme wieder gelandet. Leihen ging auch nicht. Also das ist das Problem, was dort vorherrscht. Aber auch das soll uns wieder als Erinnerung dienen und deshalb auch die Frage des Tages an euch. Wie ist das? Seid ihr euch den Gefahren des Gefliegens bewusst? Oh, das seid muss man ja auch noch anders schreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht ihr die Evakuierung im Kopf durch oder habt ihr schon einen Plan für den Fall aller Fälle? Heißt also die Frage, wenn man sich das anschaut, zählt ihr zum Beispiel die Reihen bis zum nächsten Notausgang oder geht ihr im Kopf durch, was ihr macht, wenn ihr im Notausgang sitzt? Oder seid ihr euch einfach der Gefahr
nicht gewahr. Das heißt also beim Boarding oder sonst was denkt man nicht dran, weil man denkt ja eher, dass so etwas beim Start, bei der Landung oder sonst wo passiert, aber nicht dann, wenn man anfängt, das Flugzeug zu betreten. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Kommentiert mal schön und schauen wir mal uns später dann an. Das nächste Thema ist United Airlines. United Airlines hat ja diese Woche einen, nennen wir es mal, beschissenen Lauf gehabt. Und Scott Kirby, das ist quasi der Carsten Spohr von United, hatte 234 oder 8% der normalen Flüge alleine heute gestrichen. Also heute war in dem Fall gestern. Und wenn man sich die Tage anguckt, am Mittwoch waren es 1415 Flüge verspätet, 529 Flüge sind gecancelt worden. Am Dienstag vorher 786 Flüge, die gestrichen worden sind, 1304 Flüge waren verspätet. Und man merkt schon, dass das Ganze sich natürlich wieder etwas stabilisiert. Aber der CEO von United hat quasi den Scott Kirby gemacht und ist dann mit nicht United geflogen, sondern mit einem Private Jet, und zwar von deren Hub in New York, in Newark, nach Denver, und das mit einem Private Jet von Teterboro aus. Und die Fluggesellschaft hat ja gesagt, naja, wir von United haben das nicht bezahlt, das hat der selber gemacht. Ich glaube aber, dass das für einen CEO einer Fluggesellschaft mal schön wäre, wenn man sich dem eigenen Erlebnis hingibt, was auch die Kunden als Erlebnis haben. Er hat sich entschuldigt für seine Abandoning Solidarity, also für die Solidarität, die er mit seinen Kunden nicht gezeigt hat. Und wenn man überlegt, dass jetzt eins der Hauptwochenenden ist, das heißt also, wir haben heute den 1., den 2., den 3., den 4., das ist quasi in den USA Volksfeiertag, logischerweise wisst ihr warum, Nationalfeiertag 4. Juli, da ist es so, dass das ein ganz schlechtes Licht wirft. An wen erinnert mich das? Hieß der Kollege Bsirske von der Verdi, als die Lufthansa gestreikt ist und er selber aber geschaut hat, dass sein Flug, ich weiß nicht mehr, wo es hinging, und er ist ja als Aufsichtsrat der Lufthansa irgendwie auch kostenlos geflogen, First Class. Ich meine, es wäre Thailand gewesen, aber ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen, da bin ich mal gespannt, was ihr da noch bei euch im Kopf rumschwirrt. Wichtig aber da an der Stelle ist halt wirklich zu sagen, Leute, wenn euer Produkt nicht funktioniert und ihr dann einen Private Jet holt, finde ich das schon komplett kackendreist. Also das geht gar nicht. Und nun gut, man kann natürlich auch andersrum formulieren und sagen, der hat dann zumindest nicht irgendeinem Kunden den Sitzplatz weggenommen. Am besten wäre gewesen, wenn der Kollege mit seinem Arsch in New York geblieben wäre und dann geguckt hätte, wie die Kunden wegkommen. Oder im Private Jet hätte der Kunden mitnehmen können. Das wäre ja auch eine coole Variante gewesen. Also ich glaube, dass das der richtigere Weg ist. United ist natürlich im Moment nicht unbedingt so die Fluggesellschaft, die da irgendwie die Zuverlässigkeit festgetackert hat. Und auch wenn er das, wie gesagt, selber bezahlt hat, ganz schlechtes Licht. Mal sehen, wenn man so einigen Berichten traut, mal gucken, ob er anstatt mit dem Private Jet, mit dem goldenen Fallschirm, also Golden Parachute, heißt also mit einer Abfindung dann den Sittich macht. Bin ich mal auch gespannt. Auch hier bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet als geneigte Vielflieger und Statusjünger, ob man das irgendwie in einer Art und Weise irgendwie rechtfertigen kann. Ja, wir haben jetzt 4 Minuten 24 in die Sendung, dann 14 Minuten 24, so ist es richtig. Und da gibt es nochmal eine Erinnerung an die Kunden, die eine amerikanische Kreditkarte von uns haben, oder aber einen Grund für euch, warum ihr amerikanische Kreditkarten nehmen solltet. Und zwar gibt es jetzt einen Bonus bei Chase. Und zwar, wer eine IHG One Rewards Premium Kreditkarte hat, kann zum Beispiel 5-fache Punkte an Tankstellen bekommen. 5-fache Punkte bei Einkäufen von Gemüse und so weiter im Supermarkt. Und wichtig ist, bis zu $1.500 geht das.
Wenn ihr dann zum Beispiel eine World of Hyatt Kreditkarte habt, gibt es hier auch genau dieselben Boni. Das heißt also 5-fache Punkte an Tankstellen und aber auch bei Supermärkten und 1500 in den kombinierten Purchases maximal. Also heißt das, wenn man $1.500 ausgeben würde, was ja im Supermarkt an so einem Wochenende beim Tanken und so weiter nicht komplett, Gott sei Dank, aber doch nicht weit weg davon sein könnte, wenn man überlegt, dass 5-fache Punkte, dann würdet ihr von $1.500 würdet ihr 5.000, 7.500 Punkte bekommen und ihr wisst ja schon, dass ihr bei Hyatt zum Beispiel mit 3.500 Punkten die billigste Freinacht bekommt. Das ist doch Wahnsinn. Das heißt also, ihr hättet dann 3, 5 sind 7, damit seid ihr quasi relativ gut am Übernachten. Oder wer die Karte von United hat, weil wir waren es ja gerade, die hat genau das gleiche Angebot. Also ihr würdet dann Lufthansa mal ein 5-facher gewinnen. Gibt es leider bei Lufthansa nicht. Und wer die Visa Signature Card hat von British Airways oder die Iberia oder Aer Lingus, die können auch 5-fache Avios bekommen in Restaurants zum Beispiel. Und daran seht ihr, warum es sich lohnt, amerikanische Kreditkarten zu nehmen, weil die öfters Aktionen haben, die ein Vielfaches der normalen Punkte kriegen. Es sind in dem Moment Targeted-Aktionen, aber die Targeted-Aktionen gehen halt für viele Leute. Wir haben hier zum Beispiel auch bei einer Karte 7-fache Punktezahl jetzt übers Wochenende, sogar bis 30. September, sorry. Also das heißt, der Zeitraum für die 1500 voll zu machen ist lange. Das heißt also Juli, August, September, 3 Monate. Das sollte ja dann möglich sein. Bevor ich euch jetzt dazu bringe, dass ihr noch eine amerikanische Kreditkarte holt, gehen wir jetzt auf unseren Dealzone-Deal ein. Der Dealzone-Deal ist heute mit den Freunden von ITA. Und zwar gebe ich euch das auch direkt auf den Schirm, damit ihr es seht. Das ist von Madrid über Rom nach Miami hin und zurück, 829 Meilen, 5.186 Meilen die lange Strecke. Das sind zusammen 12.029 Meilen. Bei dem Meilendeal solltet ihr zwei Sachen Meilendeal sage ich schon, bei den Meilen solltet ihr zwei Sachen im Kopf halten. Bei ITA kann ich euch leider keine Meilen anzeigen, weil das von Where to Credit nicht angezeigt wird. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass wenn wir uns die Bedingungen nochmal für das Ticket anschauen, dann seht ihr, dass der Ticket einen Mindestaufenthalt hat von 3 Tagen. Wichtig ist auch noch, dass man 180 Tage vor Abflug buchen muss. Das sind die Sachen. Habe ich den Preis genannt? 1.419 Euro. Auch noch ein cooler Preis in der Business Class. Gefunden zum Beispiel für den Januar nächsten Jahres. Vielleicht zählt das ja dann schon als Lufthansa-Meilen, wenn die ITA bei der Lufthansa Miles & More, ne? Ihr versteht? Ja, ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir noch mal die Frage des Tages für euch. Ich suche die gerade. Wo habe ich sie? Hier ist sie. Hier. Das Seid müsst ihr euch vorstellen mit einem D. Komisch. Gefahren des Fliegens bewusst. Geht ihr die Evakuierung im Kopf durch oder habt ihr schon einen Plan für den Fall aller Fälle? Da bin ich mal gespannt, was ihr geschrieben habt und was ihr da so sagt. Ja, da können wir loslegen, ne? Ja, können wir. Der erste ist natürlich Bernhard. Bernhard, natürlich viele Grüße. Auch zurück nach Linz. Ich zeige das mal an. Hallöchen. Dann natürlich Hallo Frank in der Reihenfolge. Grüße nach Bremen. Und dann haben wir hier ein Kompliment gilt Lars, das Intro zum Trailer dieser Sendung ist einfach toll. Zweites Kompliment an Ralf Teckentrupp. Er zeigt, dass man schwierige Zeiten respektvoll mit seinem ... Und hier geht's weiter. Personal umgehen kann. Und zu guter Letzt die mit ITA nach Miami ist mega. Aktuell gibt es bei der TUI auch einen Schnapper. 7 Tage Grand Hyatt Dubai, Flug Emirates ab Hamburg, 1.550 Euro. Aber auch hier festhalten, Grand Hyatt in Dubai ist jetzt leider, also ich finde das Hotel super, ist jetzt auch schon älter, die sind 15 Jahre alt oder sowas, grob geschätzt, wäre aber trotzdem immer noch mein Go-To-Hotel in Dubai. Aber die Temperaturen in Dubai sind im Moment echt krass. Also hier, ihr seht,
Ich muss mich auch pudern, also ich schwitze mir hier auch einen ab. Aber danke nochmal für den Hinweis. Dubai ist immer eine Reise wert. Dann, hallo Sven, hallo Roland, Grüße nach Rauris, hallo Ronny, Grüße nach München. Und dann gibt es natürlich noch was zur Frage des Tages. Irgendwie kommt mir die Frage bekannt vor, hatten wir eine ähnliche schon mal, ja, ich bin mit der Verantwortung Bus. Die Frage war, natürlich gab es, die Frage wird bei mir immer wieder kommen, wenn was mit der Exit Row passiert oder mit dem Flugzeug. Die Frage ist aber auch, hast du einen Plan im Kopf, dass du weißt, was du tust? Ob du die reinzählst, zum Beispiel bis zum Notausgang, oder aber dir deine Nachbarn anguckst und sagst, wenn das nicht funktioniert, dann übernehme ich oder sonst was. Das war eher die Frage. Hallo Tore. Naja, passieren kann auf der Straße mehr. Gerade gestern habe ich mit meinem Auto auf das Gras ausweichen müssen, sonst hätte ich einen Unfall mit einem auf meiner Seite entgegenkommenden Auto gehabt. Na gut, was ist in Rauris? Da passiert nicht so viel, aber Gott sei Dank war da ja Rasen an der Stelle und keine Leitplanke. Ich schaue, ob die Schwimmweste unter meinem Sitz ist und schaue, wo der Not ist. Also ich schaue auch immer, ob die Schwimmweste da ist. Und ich gucke mir auch quasi meinen Nebensitzer oder Nachbarn an, wie es da läuft. Sven, bei jedem Flug schaue ich mich um, präge mir den Weg zum nächsten Exit ein. Auch schaue ich dem Bordpersonal bei der Sicherheit immer aufmerksam zu. Das ist sehr gut. Ich habe es mir angewöhnt, im Hotelkino bei Großveranstaltungen, Bus, Bahn und Flieger immer zu schauen, wo der nächste Notausgang ist. Guter Mann. Und dann im Hochhaushotel schaue ich immer, dass ich ein Zimmer bekomme, was in der Nähe vom Notausgang ist. Ja, also das mache ich jetzt nicht mit dem Notausgang, aber ich gucke mir schon an, wo solche Dinge sind. Ich hatte in Hamburg bei der AIX hatten wir ja am ersten Tag, wo ich da war, hatten wir Feueralarm ausgelöst, weil ein Sensor gesagt hat, dass im Aufzugsschacht Feuer ist, was Gott sei Dank nicht war, und da musste ich auch raus. Das Zimmer war in der Tat so halb schräg gegenüber vom Notausgang. Ja, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart, der Samstagsausgabe. Ich freue mich, dass euch der Trailer gefallen hat. Versucht den auch immer wieder zu machen. Ist auch aufwendig, das zu schneiden, immer wieder was zu machen und zu gucken. Aber danke, das seid ihr mir wert. Und denkt dran, dass wir morgen wieder da sind mit Mario um 19 Uhr deutsche Zeit und die Themen der Woche bestellen, muss ich auch noch, glaube ich. Also danke dafür und viel Spaß, und ich bin da mal raus, und kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft. Denkt dran. Also bis dann. Danke. Ciao.